Wenn du alle 30 bis 60 Minuten zur Toilette gehst, fühlt sich das irgendwann normal an. Aber es ist nicht. Vor allem dann nicht, wenn du gehst, nicht weil du gehen musst, sondern weil du Angst hast, dass du musst. Dann ist es Zeit, über deine Blase und deinen Beckenboden zu sprechen. In diesem Video erfährst du, warum fühlt es sich so an, als du ständig auf die Toilette gehen müsstest. Wie oft ist eigentlich normal? Und vor allem, wie kannst du die Angst von deiner Blase wieder verlieren? Der wichtigste Punkt ist, Harndrang entsteht nicht direkt in der Blase. Es entsteht im Nervensystem. Die Blase sendet Signale an das Gehirn. Und das Gehirn entscheidet, wie dringend sich diese Signale anfühlen. Bei Menschen mit häufigem Harndrang oder überaktiver Blase werden diese Signale mit der Zeit immer sensibler. Das bedeutet, die Blase meldet sich früher, lauter und eindringlicher, obwohl sie gar nicht so voll ist. Und warum wird der Harndrang immer stärker? Ein entscheidender Faktor dabei ist die Gewohnheit. Wenn du bei jedem kleinen Gefühl sofort zur Toilette gehst, lernt dein Nervensystem genau das. Es lernt, schon wenig Fühlung ist ein Grund für Alarm. Mit der Zeit reicht es dann ein kleines Signal und dein Körper reagiert so, als wäre es dringend. Das ist kein Versagen deines Körpers, es ist ein erlerntes Muster. Dazu kommt etwas, das viele unterschätzen: Angst und Stress. Angst macht das Nervensystem wachsamer und ein wachsames Nervensystem verstärkt Körpersignale. Je öfter du dich fragst, wo ist dann die nächste Toilette, desto stärker rückt die Blase im Mittelpunkt. Und je stärker die Aufmerksamkeit, desto intensiver fühlt sich der Harndrang an. So entsteht ein Kreislauf. Harndrang, Sorge, häufiges Gehen, noch mehr Harndrang. Viele Menschen glauben dann, ihre Blase sei zu klein. Aber in den meisten Fällen ist sie nur überempfindlich geworden. Nicht die Blase ist das eigentliche Problem, sondern die Steuerung zwischen die Blase, das Nervensystem und Gehirn. Und genau deshalb ist es so wichtig zu wissen, was eigentlich normal ist. Eine gesunde Blase meldet sich etwas 5 bis 7 Mal am Tag. Zwischen 2 Toilettengänge liegen normalerweise mehrere Stunden. Wenn du alle 30 bis 60 Minuten gehst, fühlt sich das vielleicht normal an, aber medizinisch ist es aber nicht. Eine normale Blase hat eine Kapazität von 350 bis zu 550 Milliliter. Die gute Nachricht ist aber, dieses System ist lernfähig in beide Richtungen. So wie dein Körper gelernt hat, früh Alarm zu schlagen, kann es auch wieder lernen, ruhig zu reagieren. Dafür braucht es keine Gewalt und kein Ignorieren von Signalen, sondern gezieltes Training. Der Beckenboden kann über Nervenreflexe beruhigend auf die Blase wirken. Wenn er richtig eingesetzt wird, sendet er dem Nervensystem ein Signal von Kontrolle statt Alarm. Und genau hier setzt die sogenannte Beckenbodentherapie an. Sie hilft dir, das Vertrauen in deine Blase zurückzugewinnen. Nicht indem du kämpfst, sondern indem du lernst, den Harndrang zu beeinflussen. Deshalb zeige ich dir jetzt Übungen, mit denen du genau dieses System trainieren kannst, ruhig, kontrolliert und alltagstauglich. Und wenn du jemanden kennst, der ständig zur Toilette gehen muss, dann sende ihm bitte dieses Video. Der kann gut davon profitieren. Wenn der Harndrang plötzlich kommt, ist der größte Fehler, den du machen kannst, sofort loszulaufen. Denn damit trainierst du dein Nervensystem auf Schnelligkeit und nicht auf Kontrolle. Stattdessen mach Folgendes. Wenn du stehst, dann setz dich hin. Überkreuze deine Beine. Falls du sitzt und dann plötzlich einen Harndrang hast, dann steh auf und stehe mit deinen Beinen erstmal ganz nah zusammen. Atme langsam durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und dann bei der nächsten Einatmung
Atmest in den Bauch ein durch die Nase. Spann kontrolliert und ganz bewusst mit voller Kraft deinen Beckenboden an, so als ob du Urin zurückheben müsstest, und atmen dann durch den Mund wieder aus. Halte die Spannung von dem Beckenboden 2 bis 3 Sekunden und dann lass es wieder los. Das wiederholst du 3 bis 5 Mal. Diese Aktivierung sendet über Nervenreflexe ein beruhigendes Signal an die Blase. Den Harndrang bewusst verzögern. Das Ziel ist nicht, den Harndrang zu unterdrücken. Das Ziel ist nur, ein Stück auszuhalten. Wenn du normalerweise alle 30 bis 60 Minuten zur Toilette gehst, verlängere diesen Intervall ganz langsam. Am Anfang reicht es, wenn du 5 Minuten einfach nach hinten verschiebst. Kommt der Harndrang, setzt du dich hin. Du nutzt diese Übung durch die Nase einatmen. Beine sind gekreuzt, Bauch ist locker, kräftig anspannen, ausatmen durch den Mund. So lernt dein Nervensystem, Harndrang ist kein Notfall. Und genau dieses Lernen macht die Blase langfristig ruhiger. Und dadurch kann die Blase etwas mehr voll werden. Was dir gut dabei helfen kann, wenn du einen Harndrang hast oder eine überaktive Blase, ist es zuerst aufschreiben, wie häufig gehst du denn tatsächlich zur Toilette. Schreib es dir auf, 3 Tage. Und dann schaust du, wie häufig du tatsächlich auf die Toilette gehst. Und dann das zweite Ziel wäre, dass du bewusst den Harndrang verzögerst. Das Ziel ist nicht, den Harndrang komplett zu unterdrücken, sondern versuche den zu verschieben um 5 Minuten. Das heißt, wenn du jetzt einen Harndrang hast und das Gefühl hast, du müsstest plötzlich jetzt auf die Toilette gehen, dann versuche ganz bewusst langsam tief ein- und ausatmen, rede mit deiner Blase, gönn dir ein bisschen mehr Zeit und versuche diesen Drang zu verschieben um 5 Minuten. Erstmal reichen nur 5 Minuten, damit du deinem Körper zeigen kannst, dass es nicht so notfallmäßig ist, dass du nicht unbedingt sofort gehen musst, sondern dass du dir es gönnen kannst, 5 Minuten zu gehen. Wenn die 5 Minuten vorbei sind, dann kannst du dich ruhig Zeit lassen, du gehst ruhig bis zur Toilette hin und dann kannst du dich entleeren. Wenn nach 5 Minuten der Harndrang komplett weg ist, was das Beste wäre, dann wartest du, bis der nächste Harndrang kommt. Und schau auf die Uhr, schau auf das, was du dir aufgeschrieben hast. Hat es sich verändert? Bist du immer noch so häufig dran? Erst dann, wenn es dir bewusst wird, wie häufig du auf die Toilette gehst, kannst du auch bewusst dagegen arbeiten. Der dritte Punkt, wenn du einen Harndrang hast, ist es ganz wichtig, den Beckenboden im Alltag zu trainieren. Damit diese Kontrolle verfügbar wird, brauchst du Beckenbodentraining. Nicht durch eine Daueranspannung, sondern durch eine gezielte Aktivierung. Und genau dafür ist denn diese Übung. Stell dir mal hin mit deinen Beinen leicht auseinander. Eine Hand platzierst du auf dem Beckenboden und die andere kannst du auch gerne von hinten auch im Bereich von dem Beckenboden platzieren. Ziel ist es, dass du in deiner Hand oder auf deiner Hand die Spannung von dem Beckenboden wahrnehmen kannst. Also stell dir mal hin, deine Beine sind etwas mehr als hüftbreit auseinander und dann platzierst du deine Hand auf dem Beckenboden. Jetzt versuch mal, den Beckenboden so anzuspannen, so als ob du Urin zurückhalten müsstest. Versuche den Beckenboden anspannen und zieh den ganz kräftig nach innen rein. Ziel ist, dass der Kontakt von dem Beckenboden auf deine Hand, dass er weniger wird, dass du spürst, dass der Beckenboden reinkommt, in deine Mitte rein. Dann halte diese Spannung mit voller Kraft vor ein paar Sekunden und lass es dann vollständig wieder locker. Achte bewusst auf das Loslassen und das Senken des Beckenbodens auf deine Hand. Das gleiche kannst du auch gerne machen im Sitzen. Sitzt auf deiner Handfläche und deine Fingerspitze berühren den Beckenboden. Atme dann ganz entspannt in den Bauch ein. Und durch das Einatmen solltest du spüren, dass der Beckenboden nach unten, dass er sich fußwärts bewegt.
auf deine Fingerspitze drauf. Du kannst auch gerne von vorne die Hand drauf machen. Der Bauch erweitert sich, der bewegt sich vorwärts bei der Einatmung, der Beckenboden ist locker. Dann ganz kräftig bewusst den Beckenboden anspannen, so als ob du Urin und Luft zurückziehen willst. Atme aus. Dein Bauch geht rein und der Beckenboden hebt sich. Du musst das Gefühl oder das Spüren in deine Finger, dass die Spannung der Muskulatur stattfindet. Und den Bauch, den unteren Bauch vor allem, dass der auch reingeht und die Luft langsam nach außen rausströmt. Atme langsam komplett aus und dann achte darauf, dass du einatmest, der Bauch erweitert sich wieder und der Beckenboden kommt wieder zu deiner Hand hin. Mache diese Übung 5 bis 8 Mal. Einatmen im Bauch, Bauch und Beckenboden locker, kräftig anspannen zu 100% Kraft. Ausatmen, Beckenboden weiter reinziehen und auch den unteren Bauch. Und dann wieder loslassen. Und als nächstes versuchst du dann, den Beckenboden nur mit halber Kraft anzuspannen, dass du das etwas mehr kontrollieren kannst. Du atmest langsam in den Bauch ein, der Beckenboden entspannt sich, voll Entspannung und dann langsam anspannen, ausatmen, aber nicht mit voller Kraft. Und du solltest dieses Heben, dieses Reinziehen von dem Beckenboden auch spüren können. Und ebenfalls hier 5 bis 8 Wiederholungen. Als nächstes solltest du dann diese Übung zusammen mit den Bewegungen vom Becken durchführen. Wenn du jetzt bewusst das Becken mit bewegst, dann hast du noch einen größeren Effekt. Du kannst den Beckenboden noch mehr spüren als davor. Versuche ganz bewusst einatmen und das Becken nach hinten schieben. Der Bauch erweitert sich nach vorne, du kommst schön in Hohlkreuz und das Becken oder der Po geht nach hinten weg. Schließe den Beckenboden, ausatmen und die Beckenbodenspannung verstärken und Schambein zum Brustbein bewegen. Einatmen, Bauch und Beckenboden locker. Schließen, ausatmen. Beckenboden reinziehen, Urin und Wind zurückziehen und den unteren Bauch, der kommt ebenfalls mit nach innen. Einatmen, locker. Schließen. Ausatmen, reinziehen. Worauf du achten solltest, ist, wenn du das Becken nach vorne bringst, dass du nicht nur die Pobacke zusammenkneifst. Pobacken, Bauchmuskulatur, Oberschenkel innen, die arbeiten können, mit dem Beckenboden zusammenarbeiten. Aber es ist wichtig, dass du lernst, getrennt und ganz kontrolliert deinen Beckenboden anzuspannen. Da liegt der Schlüssel zur Besserung von deinem Harndrang. Und wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen deine Beschwerden lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Ein gut funktionierender Beckenboden ist beweglich, nicht dauerhaft angespannt. Und die nächste Übung, was ich dir jetzt zeige, ist eine schnelle Aktivierung bei Harndrang. Wenn du das Gefühl hast, du musstest jetzt sofort zur Toilette, dann ist diese Übung besonders hilfreich. Im Stehen oder im Sitzen, je nachdem, welcher Position du dich befindest, versuche als erstes ganz kräftig die Beine übereinander zu schlagen. Mache eine kräftige Anspannung von dem Beckenboden, halte das für 1 Sekunde und lass es sofort wieder los. Halte es für 1 Sekunde kräftig zusammenschließen, Hahn reinziehen oder die Schnur, die Harnröhre ganz ordentlich ziehen, schließen und dann wieder los. Schnell anspannen, Beckenboden reinziehen, Bauch reinziehen, alles zumachen und dann wieder los. Diese schnellen Impulse helfen dir oder deine Blase zu beruhigen.
Weil in dem Moment, wo der Beckenboden anspannt, wo es kräftig anspannt, gibt es einen direkten Reflex, die ein Signal sendet zu deiner Blase, dass sie sich entspannen kann und sich weiter fühlen kann. Und der letzte Punkt, die Angst vor der Blase abbauen. Es ist ein ganz wichtiger Teil der Therapie, ist die Angst. Angst verschwindet nicht, wenn wir Situationen meiden. Sie verschwinden, wenn wir eine neue, positive Erfahrung machen. Deshalb ist es wichtig, dir kleinere, sichere Herausforderungen zu setzen. Zum Beispiel einen kurzen Spaziergang, ohne vorher zur Toilette zu gehen. Wenn du die Gewohnheit hast, bevor du das Haus verlässt, gehst du immer auf die Toilette. Dann versuche zumindest dieses Mal, bevor du rausgehst, vor allem dann, wenn du nur kurz rausgehst, aber nicht die Toilette aufsuchen, weil du Angst hast, dass du gehen könntest. Gönn dir bewusst ein paar Minuten, um das zu regulieren. Und wenn du merkst, dass der Harndrang gar nicht kommt, das ist eine positive Erfahrung. Und das sendet deinem Nervensystem die Botschaft, es ist nichts passiert. Und genau das baut Vertrauen wieder auf. Für weitere Übungen, die du machen kannst, wenn du eine überaktive Blase hast, dann schau dir auch dieses Video an. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!